Ja, jetzt hätte ich natürlich auch noch eine Frage, die mich auch sehr brennend interessiert. Wo ist denn der Unterschied zwischen der Akupunktur, die normalerweise gelehrt wird, und der Methode, die Sie jetzt unterrichten? Ja, also der Unterschied ist eigentlich folgendes. Normalerweise, und das ist, denke ich, auch der größte Hemmschuh, Ja. warum Ärzte diese Akupunkturausbildung nicht anfangen. Ja? Weil normalerweise wird das so unterrichtet. Es gibt mehrere Akupunkturgesellschaften in Deutschland. In der Regel sind es halt entweder Wochenendkurse, es gibt vielleicht auch schon mal Wochenkurse, in Ausnahmefällen vielleicht auch mal schon so Monatsblockkurse, aber die großen Akupunkturgesellschaften, die unterrichten eigentlich üblicherweise in Wochenendkursformat. Okay. Das heißt also, man braucht, um dieses Basiswissen an chinesischer Medizin zusammenzukriegen, braucht man halt sagen wir mal, mindestens irgendwie 15 oder so Wochenenden verteilt über 2 oder 3 Jahre. Ja. Ja, da ist Theorie, da ist Praxis, da ist Hospitation, da ist Übung mit dabei und so weiter und so weiter. Nur man kriegt halt an einem Wochenende kriegt noch was erzählt und dann am nächsten Wochenende was anderes erzählt und dann diese 15 Wochenenden über 2, 3 Jahre zusammengenommen und dann die Prüfung hinterher. Ja, ist ja gut, dass es eine Prüfung gibt. Ja. Aber das ist halt, also man muss irgendwie den Zusammenhang zusammenkriegen. Ja. Sonst hat man halt einen Haufen Wissen, hat auch eine Prüfung bestanden, aber das dann in Praxis am Patienten anzuwenden, wenn jetzt vor Ihnen ein Patient mit Kopfschmerzen zum Beispiel sitzt oder mit Rückenschmerzen. Ja, die Umsetzung, die ist dann halt, und dann ist halt bei vielen Ärzten, denke ich, auch der Hemmschuh, erstmal dieser zeitliche Aufwand, 2, 3 Jahre, dann 15 Wochenenden, da muss ja meistens auch irgendwo hinfahren in eine andere Stadt, das ist mit Fahrtkosten verbunden und mit Übernachtungskosten und so weiter. Und dann die Frage, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Ärzten, die schon Akupunktur machen. Ja. So, und dann denkt einer, der jetzt neu anfängt, denkt sich, ja, klappt das denn bei mir? Und da gibt es doch schon welche und wie kriege ich denn dann meine Patienten und so weiter und so weiter. So, und meine Methode ist halt so, weil sie halt so schnell zu erlernen ist. Ein Wochenende nur. Ja. Und an dem einen Wochenende unterrichte ich aus dem ganzen großen Feld der chinesischen Medizin wirklich nur das essentielle Basiswissen, was man unbedingt wissen muss, um in der Lage zu sein, Schmerzen mit einer Nadel eliminieren zu können. Zuverlässig, vorhersagbar, reproduzierbar.